Am Freitag werden Reis und Eier angeliefert. Aber der Dino ist nicht da, um das zu dokumentieren, weil er zum Tauchen rausfahren musste. Deshalb machen das Familienangehörige mit ihrem Handy. Das spielt aber keine Rolle, denn der Reis wird deswegen genauso gut schmecken wie immer. Und am nächsten Tag bei der Ausgabe ist nicht nur der Dino wieder im Einsatz, sondern auch Dagmar, Matthias und Michael. Für die Sklaven des Reislieferanten bedeutet das eine endlose Schlepperei. Nicht nur bei uns. Das geht für die den ganzen Tag so und die Jungs fallen am Abend todmüde ins Bett. Dann tritt die Reis- und Eier-Crew wie immer ihren Dienst mit guter Laune an. Aber sie reklamieren, dass Tangma und Rambo Palit ihnen fehlen, wegen der immensen Hilfe, die die beiden leisten. Oder wegen der guten Laune, die die beiden immer verbreiten. Leider müssen wir die beiden aus Sicherheitsgründen fernhalten, auch wenn die beiden Zwerge das gar nicht verstehen wollen. Sie drängeln immer wieder, wann sie denn endlich helfen dürfen. Es hilft aber nichts, die Coroneros müssen leider ohne deren professionelle Hilfe zurechtkommen. Wir wollen ja nicht, dass die beiden von Korönchen geküsst werden. Zwischendurch bringt Oma Chaluai auch Erfrischungen für die Gangmitglieder, damit deren Kehlen nicht vertrocknen. Das wird dankbar angenommen, nur der Dino verweigert sich, weil der lieber Bier als Tee trinkt. Die Arbeit geht aber ununterbrochen weiter. Und auch im Hühnerstall, bei der Eiercrew wird wie immer fleißig gearbeitet. Etwas anderes würde sowieso niemand erwarten. Während die Corona-Gang Wochenrationen packt, sammeln sich die Hungrigen wieder unter dem Blechdach des Wochenmarktes. Die Ordner versuchen Abstandsregeln halbwegs durchzusetzen und alle hoffen auf ein baldiges Startsignal.
Das kommt dann auch und das erste Dutzend Bedürftiger trabt an der inzwischen aufgebauten Ausgabe vorbei Richtung Seitenstraße, biegt dort ein und präsentiert sich am Registriertisch. Naja, der übliche Bürokratismus eben. Und ab geht es zurück auf die Hauptstraße und zur Ausgabe. Dort hat man schon alles aufgebaut und vorbereitet für die Verteilung. Dort schuftet Michael zum letzten Mal, denn er muss leider wieder zurück nach Europa, um Geld zu verdienen. Und Matthias unterstützt ihn und dokumentiert.
Die weiße Fee Dagmar verteilt lächelnd Eier an die Erwachsenen und beglückt die wenigen Kinder liebevoll mit ihren Süßigkeiten und Luftballons. In der Zwischenzeit kümmert sich der Dino um die Gehbehinderten und sorgt dafür, dass sie sich nicht anstellen und laufen müssen. In stetem Fluss werden Rationen ausgegeben und Nachschub herangeschafft, bis der letzte versorgt ist. Und dann werden, wie immer, die Rationen verladen, die am nächsten Tag zu den Nichtmobilen gebracht werden. Am Ende versorgt Blob noch 3 zu spät, und dann ist der Tag gelaufen. Am nächsten Morgen muss der Dino tauchen gehen. So ein Blödsinn, als wenn man den jemals zum Tauchen zwingen müsste. Also müssen Blob und Pflegetochter Ying alleine los ins Villenviertel, um sich dort um die Nichtmobilen zu kümmern. Und die Kamera hat der alte Knacker auch versehentlich mitgenommen, sodass die Damen mit den Handys filmen müssen. Naja, geht ja auch. Das Bein der alten Dame zeigt immer noch keine Besserung und der ältere Herr, der nur trippeln und nicht sprechen kann, ist zu einer Untersuchung im Krankenhaus. Aber alle anderen sind wieder auf der Matte.
Am Nachmittag und am späten Abend kommen noch ein paar Selbstabholer ins Haus und dann ist der 3. Advent ohne große Stolpersteine gelaufen. Die Coroneros hoffen, ihr in Europa hattet einen schönen 3. Advent und sie wünschen euch eine schöne Woche mit gutem Winterwetter. Bleibt gesund, eure Corona-Gang.